Willkommen zu einem weiteren Notion-Tutorial. Das heutige Video richtet sich an fortgeschrittene Anwenderinnen und Anwender. Wir werden uns anschauen, wie Datenbanken miteinander verknüpft arbeiten. Wir werden gemeinsam uns anschauen, wie bestimmte Statusbereiche interagieren. Aber wir werden auch so Grundlagen uns anschauen, wie man gemeinsam bestimmte Anwender in den eigenen Arbeitsplatz in Notion integriert. Das Ganze richtet sich, wie schon gesagt, an fortgeschrittene Anwenderinnen und Anwender. Wer noch mal sehen möchte, wie Notion im Allgemeinen funktioniert und zum ersten Mal vielleicht das Programm öffnet, dem empfehle ich hier dieses Anfänger-Tutorial. Und wer schon etwas fortgeschrittener ist und vielleicht bestimmte Sachen wie Datenbanken als Grundlage erstmal verstehen möchte, dem empfehle ich ebenfalls dieses Video. Ansonsten habe ich das ganze Tutorial, was ihr hier jetzt vor euch habt, direkt auch in kleine Abschnitte gepackt, so dass ihr das als Template runterladen könnt. Das Ganze findet ihr in der Videobeschreibung. Also, lasst uns loslegen. Mein Name ist Christoph. Herzlich willkommen bei Schulgelaber. So, dann lasst uns direkt mal in das Lernmodul reinspringen. Wir werden uns heute mit diesen 9 Bereichen beschäftigen. Hinter den jeweiligen Bereichen stecken auch unterschiedliche Videos von Notion, aber auch von Notion-Partnern, die zwar hauptsächlich in Englisch sind, aber meine Videos werden hier ebenfalls dann nochmal mit der richtigen Stelle verknüpft, sodass es durchaus sinnvoll ist, bei bestimmten Sachen, zum Beispiel hier bei Formeln oder die API, gehe ich nur kurz drauf ein, weil sonst würde das Video sprengen. Und wer da etwas tiefer reinschauen möchte oder von mir ein Video haben möchte, da kannst du einen in der Kommentarfunktion gerne nochmal den Hinweis geben. Ansonsten stecken unterschiedliche intensive Videos auch dort in den einzelnen Seiten, sodass ihr das wirklich als Tutorial durcharbeiten könnt. Also, lasst uns loslegen und zwar mit dem ersten Bereich Kommentare. Wer wie ich Notion mit mehreren Personen nutzt, für den sind Kommentare durchaus sinnvoll. Wenn ein Kommentar auf einer bestimmten Seite erscheint und ihr seid gerade in Notion, dann fliegt das so ein bisschen hier über das Mitteilungscenter hinein. Ansonsten habt ihr hier über den Benachrichtigungsbereich, kriegt ihr da ein Symbol, dass ihr für eine bestimmte Seite eine Benachrichtigung, zum Beispiel einen Kommentar habt. Wenn ihr mit geteilten Seiten arbeitet, dann habt ihr hier oben automatisch die Kommentarfunktion hinzugefügt und hier könnt ihr als Person etwas hinschreiben und alle Personen, die mit der Seite verknüpft sind, kriegen eine Push-Benachrichtigung. Ihr könnt aber auch über das Add-Symbol bestimmte Personen ansprechen und ihr könnt auch Daten anhängen. Das wäre die erste Möglichkeit, global auf der Seite zu kommunizieren. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel bestimmte Bereiche zu markieren und nur einen Kommentar für diesen Bereich dalassen. Ihr seht, ich habe das markiert, dann erscheint automatisch die Bearbeitungsfunktion hier oben. Und wenn ich hier auf Kommentar klicke, dann wird dieser Bereich markiert, dann kann ich hier einen Kommentar abgeben. Und wenn ich da das drücke, dann erscheint das hier automatisch, bis ich das als markiert darstelle auf der Seite, auf der rechten Seite. Darüber hinaus könnte ich auch einen bestimmten Block markieren. Zum Beispiel hier kann ich sagen, okay, diesen Bereich, der jetzt hier auch blau hinterlegt ist, den möchte ich als Ganzes kommentieren. Ja, schreibe ich jetzt hier auch einfach mal Hallo 2 rein, vollkommen egal. Und dann erscheint das hier an der Seite. Ich als Kommentarersteller habe natürlich immer die Möglichkeit, meinen Kommentar zu bearbeiten, ja, über diese 3 Punkte, aber auch zu löschen. Wenn mehrere Kommentare auf einem Bereich erscheinen, erscheint immer der Anfangskommentar am Anfang und die darunter liegenden Kommentare werden da immer der aktuellste wird dargestellt und darunter wird es dann als Symbol dargestellt, dass weitere Kommentare vorliegen. Wenn ihr wie ich mit mehreren arbeitet, dann seid ihr hier über das Teilen-Symbol, seht ihr, wer mit eurem Workspace da verknüpft ist, was die machen können. Ihr könnt dort hier bestimmte Funktionen noch hinzufügen, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, aber ihr könnt das Ganze auch im Web teilen. Und dann könnt ihr zulassen, dass dort Kommentare hinterlassen werden und dann könnt ihr für Personen, die nicht zu eurem Workspace gehören, die Möglichkeit geben, Kommentare für bestimmte Bereiche zuzulassen. Kommen wir zum nächsten Bereich und zwar dem Zusammenarbeiten.
Wie ihr hier auf der Seite schon seht, arbeite ich mit mehreren Personen zusammen, die sich rund um unseren Podcast die Bearbeitung teilen. Unter anderem der Denis und unter anderem der Daniel, der für die großartigen Schnitte und das Zusammenschneiden der Videos zuständig ist. Und wenn ich weitere Personen hinzufügen möchte, dann kann ich hier einfach die E-Mail-Adresse eingeben für die Person. Dann bekommt ihr einen Einladungslink, muss ich das Programm aber logischerweise runterladen. Ansonsten kann ich über den öffentlichen Webbereich das Ganze kopieren und dann könnte ich hier noch angeben, dass der Änderungen vornehmen kann und Kommentare zulassen. Dann kann jeder mit dem Link darauf zugreifen und ich muss ihm nicht bestimmte Einladungslinks zuschicken. Des Weiteren kann ich Rollen hinzufügen, kann ihm Vollzugriff geben, kann aber auch nur sagen, dass er kommentieren kann oder nur anzeigen kann oder das Ganze entfernen kann. Des Weiteren, wenn ihr zum Beispiel eine größere Organisation habt und mit mehreren hundert Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel zusammenarbeiten wollt, geht das in Notion auch sehr, sehr gut. Dann könnt ihr hier über die Einstellungen gehen und könnt ihr dann Mitglieder hinzufügen. Jetzt benutze ich immer noch die kostenlos Variante. Das ist auch eine große Stärke meiner Meinung nach für Notion, dass all das in der kostenlos Variante funktioniert. Wenn ihr aber mit mehreren Mitgliedern zusammenarbeiten möchtet, dann werdet ihr nicht drum herum kommen und euch die Bezahlversion holen. Dann werdet ihr hier nochmal einen bestimmten Bereich bekommen und könnt dann hier mehrere Personen einladen und könnt die zu bestimmten Rollen zufügen. Unter anderem könnt ihr die zu einem Mitglied machen und bei den Mitgliedern könnt ihr noch entscheiden, ob die Admins sind, wie man ja hier in der Übersicht schon sieht, oder ob die einfach nur Teilnehmer sind. Aber wie gesagt, für mich reicht das als erstes aus, aber wie gesagt, das ist auch eine Möglichkeit, mit mehreren Personen zusammenzuarbeiten. Kommen wir zum nächsten Bereich und zwar die synchronisierten Blöcke. Dazu habe ich mal einfach eine Beispielseite erstellt. Ja, da sind noch mehrere Sachen, die wir gleich bearbeiten werden drin. Aber wenn wir einen synchronisierten Block erstellen möchten, dann machen wir das über die Shift-Taste und dann können wir hier schon mal synchronisiert eingeben und dann erscheint das hier. Und jetzt mache ich hier einfach mal eine schnelle To-Do-Liste. Markiere das Ganze, erstelle daraus, wandle das Ganze um in eine To-Do-Liste. So. Und ihr seht, ein synchronisierter Block wurde uns erstmal damit dargestellt, dass ich hier einen roten Rahmen drumherum habe. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch Aufgabe 4, dann wandle ich das noch schnell in eine To-Do um. Und das Ganze ist ja nicht innerhalb des roten Bereichs drin. Und ich kann das jetzt hier nehmen und kann das hier einfach reinschieben. Und dann ist das hier ein synchronisierter Block. So, das ist ja jetzt erstmal nichts anderes wie ein bestimmter Bereich in einer Seite. Wenn ich jetzt hier aber rübergehe und reingehe und kann ich hier auf Kopieren und Synchronisieren drücken, zack, und dann mache ich mal eine zweite Seite auf, habe ich hier schon mal erstellt, füge das Ganze ein und jetzt kommt das Schöne, die beiden sind miteinander verknüpft. Ich sehe hier, ich kann hier Bearbeiten des Originals, dann sehe ich, wo das Ganze liegt. Wenn ich hier auf meine Beispielseite sehe, dann sehe ich, ich habe hier eine weitere Seite hinzugefügt, wo die ganzen Seiten dann liegen. Wenn ihr da mehrere synchronisierte Seiten habt, dann macht das durchaus Sinn, da mal zu schauen, wo die überall liegen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier in der Testseite, indem ich sage, hier mit meinem Team, die sollen über bestimmte Bereiche Zugriff haben, aber die Aufgaben sollen gleich sein, dann ist die Aufgabe, wenn ich die hier wegstreiche, Aufgabe 4, ist auch automatisch bei meiner Beispielseite weggestrichen. Jetzt habe ich Aufgabe 1 weggestrichen und dann ist das automatisch in diesem Testbereich auch weggeschnitten. Ganz wichtig, auf was ihr achten solltet, wenn ich das Original, ich kann das ja jederzeit wieder umwandeln oder einfach löschen, beziehungsweise die Synchronisation aufheben, ja, kann ich hier über die 3 Punkte reingehen. Wenn ich das jetzt lösche oder nicht mehr synchronisieren möchte, dann erscheint diese Sache auf der Beispielseite, wenn ihr dann mehrere habt, einfach nur als Textfelder. Da müsst ihr ein bisschen schauen. Deshalb, wenn ihr etwas löscht, dann würde ich das immer nicht beim Original machen, sondern immer bei der Beispielseite, wo zum Beispiel kein Zugriff mehr drauf passieren soll. Das sind synchronisierte Blöcke. Verknüpfte Datenbanken. Damit ihr seht, wie verknüpfte Datenbanken entstehen bzw. wie sinnvoll sie sind, habe ich hier schon mal 2 Datenbanken erstellt, mit denen wir auch später arbeiten werden. Wer nicht weiß, wie man eine Datenbank erstellt, der kann einfach hier oben nochmal auf das Video draufklicken. Dann werdet ihr zu dem Bereich kommen, wo ihr seht, wie man Datenbanken erstellt. Das sind wie gesagt 2 Datenbanken und ich kann diesen Ansichten und deren Funktion innerhalb dieser kann ich bearbeiten, indem ich hier einfach hier vorne auf diesen Bereich klicke.
dann wird das schon blau hinterlegt und dann den Link kopiere. Jetzt ist diese Datenbank kopiert, da gehe ich irgendwie von meiner Testseite wieder rein, füge das Ganze ein und dann nehme ich verlinkte Daten, Ansicht von Datenbank erstellen und schon wird diese Datenbank komplett übernommen. Ich sehe hier oben, auf was sich das bezieht. Wenn ich darauf klicke, dann lande ich hier automatisch in diesem Bereich wieder, wo das Ganze auch stattfindet. Gehen wir mal hier zurück. Das kann ich dann auch auf die 3 Punkte, den Datenbanktitel ausblenden. Könnte das dann mit Überschriften benennen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein neues Projekt hinzufüge, ja, und zum Beispiel das Ganze nehmen wir mal als LinkedIn hinzufüge. So, habe ich hier Projekt 4, was mit dem LinkedIn-Aufgabe zu tun ist. Zum Beispiel hier kann ich ja die Seite nur für bestimmte Personen freigeben und dann wird das Ganze hier, seht ihr, hat sich das automatisch ebenfalls synchronisiert bzw. so dargestellt. Das Schöne ist, ich kann hier aber bestimmte Ansichten hinzufügen, die sich nur auf diese Datenbank und diese Seite beziehen. Zum Beispiel gehe ich hier auf das Plus, mache hier ein neues Layout, indem ich hier zum Beispiel das Board nehme und dann habe ich ein Kanban-Board, ja, mit den einzelnen Projekten und jetzt bezieht sich das nur auf diese Seite. Wenn ich hier wieder zurückgehe, habe ich das nicht an der Datenbank hat sich nichts verändert, sondern ich habe die Ansicht nur für diese Seite verändert und kann jetzt sagen, dass zum Beispiel Projekt 2 eher was für Team ist. Aber Vorsicht, hier habe ich ebenfalls die Bereiche dann abgeändert. Ja, dass ihr da wisst, Projekt 3 und 2 sind jetzt im Team und in der Originaldatenbank ist ebenfalls Projekt 2 und 3 im Teambereich. Das verändert sich dann schon, weil die miteinander verknüpft sind. So könnt ihr für bestimmte Aufgaben das Ganze mit unterschiedlichen Ansichten darstellen und ebenfalls auch mit bestimmten Dashboards. Ich zeige euch das einfach mal, warum das so sinnvoll ist. Ich gehe mal hier in mein LiveOS rein, in Schule und da ist zum Beispiel dieser Bereich von Aufgaben, ist einfach nur eine Ansicht, wo ich neue Aufgaben hinzufüge. Und wenn ich jetzt hier in das Schulprojekte reingehe, was ich nicht mache, dann seht ihr alle Schulprojekte, die gerade am Laufen sind, dann wird das dort aktualisiert. Aber ich habe hier mein Dashboard, mit dem ich arbeiten kann. Ich kann hier neue Aufgaben hinzufügen und das bearbeiten. Das ändert sich dann gleich in der Originaldatenbank. Wie gesagt, diese Vorlage habe ich auch unten als Template nochmal verknüpft. Das könnt ihr euch dort auch gerne besorgen. Also, so viel zu verknüpften Datenbanken und Ansichten derer. Kommen wir zu Beziehungen und Rollups. Wie ihr das Ganze benutzen könnt, habe ich hier schon mal 2 Datenbanken erstellt. Und zum einen die Projektdatenbank und einmal die Aufgabendatenbank. Für jedes Projekt, welches ich ja bearbeite, ja, ich habe hier einfach mal Beispielprojekte genommen, ist ja eigentlich so, um das Projekt abzuschließen, hat das Ganze bestimmte Aufgaben, um es abzuschließen und erfolgreich abzuschließen. Und damit ich das auch in Datenbanken verknüpft darstellen kann, macht es Sinn, Beziehungen herzustellen. Dazu gehen wir einfach mal hier auf das Pluszeichen, gehen hier auf den Bereich Verknüpfungen, ja, hier rauf und dann sage ich, dass ich das Ganze als Aufgaben haben möchte. Ja, das ist die Datenbank, mit der ich arbeiten möchte. Und auch wenn ich mich verschrieben habe, findet er das Richtige schon mal. Das ist eigentlich ganz schön. Ihr seht ja, ich habe mehrere Aufgaben und dann sehe ich hier anhand der Symbole, aber auch, wo es liegt. Und dann sehe ich bin mit der Beispieldatei, da kann ich das Ganze verknüpfen und kann sagen, dass ich diese Verknüpfung herstellen möchte. Und dann erscheint das Ganze hier. Und dann kann ich sagen, okay, für dieses Projekt, jetzt habe ich das Ganze hier als Aufgaben verknüpft. Und dann kann ich das von mir aus noch umbenennen, ja, indem ich zum Beispiel sage, okay, das sind Tasks. Dann kann ich noch ein Symbol ändern. Ja, nehmen wir mal hier zum Beispiel hier Checkmarks. Und dann kann ich hier, das sind die Aufgaben. Jetzt, wenn ich jetzt hier reinklicke, dann kann ich sagen, okay, Aufgabe 2 und Aufgabe 1 gehören zu diesem Projekt. Kommen wir zu den Rollups. Damit ist gemeint, dass mit Notion kann man bestimmte Bereiche zusammenzählen, aber auch eine Statusanzeige. Zur Statusanzeige komme ich gleich. Nehmen wir aber mal an, ich möchte jetzt hier wissen bei Projekt 1, welches für den Podcast und YouTube zuständig ist und die Aufgaben hat. Und ich sage hier, Aufgabe 1 ist mit 3 Teams verknüpft und Aufgabe 2 beispielsweise jetzt nur mit Team Nummer 4 verknüpft.
dann würde ich ja vielleicht wissen wollen, okay, wie viele Teams sind denn an diesem Projekt beteiligt, beziehungsweise wie viele Teams mit den unterschiedlichen Aufgaben betraut. Dann könnte ich hier einfach auf das Plus-Symbol gehen, gehe hier auf Rollup. Dann muss ich sagen, okay, auf was soll sich das Ganze denn beziehen? Gehe auf die Verknüpfung, das sind ja die Aufgaben, ja, die Tasks. Das habe ich hier in der Datenbank verknüpft, die sich ja hier drauf bezieht. So, dann möchte ich nicht wissen, was der Name ist, sondern ich will das Ganze mit dem Text beziehen. Da könnte ich sagen, okay, mit dieser, wenn ich nur den Namen anzeigen lassen möchte, dann wird sich das hier rausgezogen. Ihr seht, Team 4 ist hier ebenfalls mit drin, weil es mit Aufgabe 2 betraut ist. Aber ich könnte zum Beispiel auch sagen, indem ich sage, nicht nur das Original anzeigen, sondern ich möchte jetzt zum Beispiel die Werte zählen. Dann sehe ich, hier sind 4 Teams mit beschäftigt. Das ist eine Möglichkeit, mit Rollups zu arbeiten. Eine weitere und viel sinnvollere Möglichkeit, mit Rollups zu arbeiten, ist die sogenannte Statusanzeige. Und für diese Statusanzeige muss ich einfach nur einer Aufgabe einen Checkmark hinzufügen. Dazu gehe ich mal hier einfach in die Aufgabe hinein, füge eine Eigenschaft hinzu, und zwar das Kontrollkästchen. Und das nenne ich jetzt einfach mal erledigt. So, und jetzt habe ich hier automatisch ein Kontrollkästchen. Wenn ich hier zum Beispiel in Aufgabe 2 jetzt reingehe, dann sind hier ebenfalls automatisch in allen Aufgaben, die dieser Datenbank hinzugefügt sind, wird das Kontrollkästchen hinzugefügt. Und ihr seht das auch hier in der Ansicht, sodass ich hier zumindest raufklicken könnte. So, jetzt möchte ich aber wissen, als Beispiel, ich habe hier für das Projekt 1 habe ich 2 Aufgabenbereiche, insgesamt mit 4 Teams, die damit beschäftigt sind. Und jetzt könnte ich wieder ein Rollup erstellen und sagen, hier Rollup, das Ganze nenne ich dann Status. Und dann sage ich, das Ganze ist verknüpft mit den Aufgaben. Und ich möchte jetzt hier die Eigenschaft erledigt haben, was ich ja wie gesagt hier benannt habe. Und da möchte ich gerne wissen, Prozent abgehakt, sodass ich sehen kann, wie viel dort geschafft worden ist. Und wenn ich jetzt hier, das kann ich als Zahl machen oder als Leiste, das finde ich immer ganz schön, kann ich hier die Farbe verändern. Nehmen wir das einfach mal, was weiß ich, blau oder hier lila. Immer eine schöne Farbe. So. Und wenn ich jetzt sage, hier, Aufgabe 1 ist erledigt oder Aufgabe 2 ist erledigt, zack, 50% der Aufgaben sind erledigt. Ich könnte jetzt hier auch in Tasks reingehen und sagen, hey, da gehört aber auch noch Aufgabe 3 hinzu. Und schon arbeitet das Ganze hier mit. Und schon habe ich eine Statusanzeige und weiß jetzt, aha, für Projekt 1 sind 4 Teams betreut. Das könnte ich mir, wie gesagt, hier auch einfach dann anders anzeigen lassen. Und wir haben hier schon 66,7% erledigt. Kommen wir zum Bereich Formeln. Wie gesagt, auch ich muss mich da noch richtig tief reinfuchsen und da habe ich nur an der Oberfläche gekratzt. Wer da etwas genauer mal reinschauen will, der geht hier einfach mal auf den Bereich Formeln und findet dort ein sehr, sehr ausführliches Video rund um diesen Bereich. Aber ich will euch nichtsdestotrotz mal zeigen, wie das Ganze funktionieren könnte. Und dazu wollen wir mal schauen. Wir haben jetzt hier einen Geburtstagskalender, den habe ich mal schon mal vorbereitet und jetzt möchte ich herausfinden, wie alt die Personen werden und das kann man mit Hilfe von Notion-Formeln machen. Dazu gehen wir hier auf das Pluszeichen und gehen hier runter auf Formeln, denn erscheint dieser Bereich. Dann gehe ich hier auf Bearbeiten und sage und muss jetzt anfangen, das Ganze sozusagen wie so eine Art Code vornehmen. Und ein Geburtsdatum ist ja nichts anderes. Ich möchte sozusagen das Date between, also das Datum, zwischen now, da mache ich die Klammer zu, dann Komma und den Bereich Geburtsdatum, dann möchte ich das Ganze Komma in Jahren, Klammer zu, und dann rechnet er automatisch, wie alt die Personen geworden sind. Und ihr seht automatisch schon, dass sobald etwas nicht funktioniert, lässt er das gar nicht zu. Also es fängt schon an, sozusagen für euch mit zu rechnen. Und man muss darauf achten, dass man hier mit vernünftig Klammern arbeitet. Also hier geht ja die Klammer auf, ja, zwischen heute und da gebe ich nichts ein, ja.
muss also die Klammer wieder schließen und dann wird die Beziehung hergestellt durch ein Komma und dem Prompt Geburtsdatum, was ich hier eingegeben habe. Wenn ich hier was anderes eingeben würde, dann würde das dastehen. Dann steht ja hier Geburtsdatum, ja, Klammer zu, und dann möchte ich, dass das Ganze ausgegeben wird als Berechnung in Jahren, deshalb dieses Years, ja, auf Englisch. Und dann drückt ihr auf Fertig und dann habt ihr euren Geburtstagskalender dazustehen und ja, vollkommen richtig, 11. März und dann wird das Ganze, wird die Person 23 Jahre alt. Das wäre es zum Bereich Formeln. Kommen wir zum Bereich Widgets. Wer zum Beispiel bestimmte Widgets haben möchte, wie zum Beispiel diesen Pomodoro-Timer oder hier dieses Wetter-Widget, dafür kann man das Ganze sich relativ einfach von Drittanbieterseiten herunterladen bzw. das Ganze einbetten. So, wie funktioniert das? Ich habe die Seiten unten in der Videobeschreibung verknüpft oder beziehungsweise euch verlinkt und dann könnt ihr hier auf bestimmte Bereiche gehen, zum Beispiel hier Indify, das finde ich persönlich eigentlich ganz schön. Da könnt ihr euch anmelden und in der kostenlosen Variante könnt ihr da mehrere Sachen, wie zum Beispiel eine Uhr, könnt ihr das Ganze machen. Oder auch einen Progress Bar für euer Leben. Ja, das können wir gleich mal gemeinsam erstellen. Aber jetzt mal kurz als an der Uhr gezeigt. Wenn ich hier das Widget auswähle, dann gehe ich hier auf die Uhr. Dann öffnet sich das Ganze. Und dann kann ich hier bestimmte Sachen aussuchen. Und dann habe ich hier unten ja den Link dazu. Wenn ich den kopiere, gehe ich hier wieder auf meine Beispielseite. Füge das Ganze ein und dann nehme ich das ganz wichtig als Einbettung und dann wird diese Uhr hier eingebettet und so dargestellt. Machen wir mal gemeinsam mal die Lebensbalken uns erarbeiten. Dann klicke ich hier rauf. Wie gesagt, das geht mit allen Seiten und am Anfang ist das eigentlich alles kostenlos. Gehe ich hier auf Widgets. Dann nenne ich das Ganze mal Leben. Ja, dann muss man hier das Geburtsdatum eingeben. Und jetzt erfahrt ihr alle, wie alt ich bin. Klicken wir mal runter. So, sind wir auch schon angekommen. 83 bin ich geboren. Und zwar am 11. Juni. Und ich möchte logischerweise 100 werden. Und dann läuft das hier mit. In Jahren habe ich erst 19% und 40% meiner Lebensspanne habe ich schon sozusagen erreicht. Mir ist das nichts, dieses Mitlaufen meiner Lebensuhr und auch hier wieder einfach kopieren und dann kann ich das einfügen, Einbettung erstellen und dann, wir hatten es ja beim letzten Mal, könnte ich das hier nehmen, nebendran legen. Zack, und dann erscheinen die beiden Sachen nebeneinander. Wie gesagt, wenn man sowas haben möchte, eine virtuell ablaufende Uhr seines Lebens, wer darauf Lust hat, der kann sich da mit Widgets austoben. Man kann aber auch zum Beispiel, wie ich das hier habe, was ich eigentlich ganz sinnvoll finde, dass ich einen Wettertimer habe des Schulstandortes oder andere Sachen oder hier diesen Pomodoro-Timer, auch den kann ich ja in unterschiedlicher Art und Weise darstellen. Das könnt ihr euch als Widgets hinzufügen. Wie gesagt, die Seiten habe ich unten verlinkt. Kommen wir zum letzten Bereich, den ich auch nur kurz anschneiden möchte. Wer da richtig tief mal reingehen möchte, das würde auch den Rahmen hier sprengen, dem empfehle ich hier in dem Bereich API. Da hat der Thomas Frank ein ganz interessantes Video zu gemacht, das habe ich euch verlinkt. Mit Hilfe der API könnt ihr euch als Non-Coder bestimmte Sachen verknüpfen, indem ihr zum Beispiel sagen möchtet, hier, ich möchte eine E-Mail über Notion versenden oder ihr könnt euch mit eurem Google-Kalender synchronisieren. Das alles geht mit Hilfe der API. Das funktioniert ganz gut. Da habe ich ein paar Sachen schon mal ausprobiert. Von daher, wenn ihr da ein bisschen mehr Interesse dran habt, dann haut es unten in der Kommentarfunktion. Und damit wären wir mit unserem Profi-Tutorial durch. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentarfunktion. Ansonsten findet ihr sämtliche Verlinkungen ebenfalls in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch heute noch einen richtig großartigen, schwungvollen Tag. Ciao, ciao.